Bisher war wirklich jeder einzelne unserer Schulvorträge in irgendeiner Weise anders als die vorangegangenen Vorträge. Doch eins, was alle Vorträge gemeinsam hatten, egal aus welchem Land die Schüler kamen, egal wie alt die Schüler waren, egal wie viele Schüler auf einmal vor uns standen, eins, was alle Vorträge gemeinsam hatten, war, dass es viele Fragen gab. Und nicht nur die Schüler haben uns mit Fragen gelöchert, sondern natürlich hatten auch wir ein paar Fragen vorbereitet. Wie immer. So why are we not going by car or by plane? What do you think? Yes? Because the cars and planes have motors which pollute the air, which is not good. Exactly. So we save pollution. That's one big reason, the main reason. Yes, please. Very good. When you go in cars or planes, you can experience different things, but when you ride in bikes, you can take different stops and meet different people. Exactly. That's are the two most important reasons, I think. Because we can meet so many people, we see how everything changes, and we can stop wherever we want. If we would just fly to Tanzania, we would not have seen what is in between. So, perfect. Und eine Frage, die immer wieder vorkam, vor allem bei jüngeren Kindern, war, ob wir denn viele wilde Tiere unterwegs gesehen hätten. Und na klar, das haben wir, jede Menge sogar. In Kroatien haben wir mit der Drohne Störche beim Nisten beobachtet. In der Türkei haben wir uns von kleinen Putzerfischchen die Haut reinigen lassen, was ja nicht jedermanns Sache ist. Los geht's, Manu. Doch. Mach rein jetzt. Wir sind an Salzseen vorbeigekommen, wo wir eine Gottesanbeterin getroffen haben. Und wir haben in der iranischen Wüste das erste Mal wilde Kamele gesehen. Dann hatten wir für einen Abend, eine Nacht und einen Morgen einen kleinen Hund Oh. Freust du dich, dass wir rauskommen aus dem Zelt? und für mehrere Tage sogar eine kleine Katze auf dem Fahrrad dabei. Ja, wo sind wir gelandet? Hm? Und natürlich haben wir auch jede Menge wilde Schildkröten getroffen und ihnen im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch gerettet. Ich habe die Zecke am Arsch auch noch erwischt. Boah, was für ein Brummer. Ih. Oh mein Gott. Aber die für uns mit Abstand am beeindruckendsten Tiere haben wir ganz weit weg von zu Hause gesehen, im Chobe Nationalpark in Botswana. Und um von Sambia aus dorthin zu kommen, mussten wir mit einer Fähre den Chobe überqueren. Da kommt sie jetzt. Die berühmte Fähre zwischen Sambia und Botswana. Und im Hintergrund sieht man ihren Nachfolger, die neue Riesenbrücke, die gerade konstruiert wird. Ziemlich verrückt. Und dann gibt es die Fähre irgendwann bald nicht mehr. Ab Dezember 2019, glaube ich. War doch Dezember 2019, oder? Ja, genau. Aber die Jungs haben ja eben gesagt, dass sie 2020 erst fertig wird. Ach so. Haben sie ein bisschen verstärkt. Und für umgerechnet 13 Cent pro Kopf konnten wir mit unseren Fahrrädern und vielen anderen Menschen zusammen übersetzen. So, wir sind auf der Fähre nach Botswana. Und da drüben ist Botswana schon. Und die Löwen. Und die wilden Tiere. Und die Elefanten. Die warten schon darauf, sich mit uns anzulegen. Und mal sehen, wer den Kampf gewinnt. Und wie erwartet lauerten auf der anderen Flussseite tatsächlich jede Menge wilde Tiere. So, Magda, hast du schon Angst vor den Affen? Nein, guck, ist nicht klein. Ah. Da sind die Affen. Hallihallo. Wir sind in Botswana seit 5 Minuten. Und wir haben schon Affen und Warzenschweine gesehen. Und zum Glück noch keine Löwen. Aber das war mir auch sehr recht so. Während ich hier gerade meine Matte zusammenrolle, rennen die Affen vorm Zelt rum. Voll verrückt. Und noch viel verrückter war die Bootstour, die wir am nächsten Tag gemacht hatten. Unser Highlight in Botswana. Wir sind den Tieren so nahe gekommen, wie wir es niemals für möglich gehalten hätten.
Bei uns an Bord waren nicht nur begeisterte Hobbyfotografen, sondern auch ein super ambitionierter Guide, der total viel erklärt hat. Males with the buffaloes are not like the antelopes, whereby only one male has to dominate the females. So, because there are a lot of females within a herd, all the males have access to mating with the females. Und er hatte auch echt Sinn für Humor. So, the only advantage now is that crocodiles don't hunt when they are on land. They only hunt when they are in the water. So it seems like kudus don't know that. And why are the females, why are they running away from the male ones? It's just like us humans. Like a game. Das einzige Manko von diesem Ausflug habt ihr unbewusst vielleicht schon erkannt. Wenn sich irgendwo so viele Tiere auf einen Haufen versammeln, lassen die Menschentrauben natürlich nicht lange auf sich warten. Sprich, es war etwas weniger idyllisch, als es auf dem Video vielleicht rüberkommt. Es waren nämlich ziemlich viele Boote unterwegs. Und gemeinsam mit diesen anderen Booten sind wir zum Sonnenuntergang pünktlich wieder zurückgefahren.